Herzlich willkommen zum Weekly Update. Welcome to this edition of the Weekly Update. Ich habe heute mit einem israelischen Politiker gesprochen und er erzählte mir, dass die Corona-Zahlen in Israel wieder hochgehen. Today I talked to an Israeli politician and he mentioned that the numbers of COVID-19 infections are rising again in Israel. Und dass sie erwarten, dass diese zweite Welle jetzt wieder kommen wird. And they are expecting the second wave right now. Aber da sind genauso auch ganz große Bedenken. Wie wird es eigentlich weitergehen, wenn Sie nach Amerika schauen? But of course, they also are very concerned when they look to the United States right now. How is it going to continue? Wird Donald Trump wiedergewählt und was für Auswirkungen hat das auf Israel? Will Donald Trump be re-elected and what will be the repercussions for Israel? Und genauso die ganze Diskussion um die Annexion des Jordantals und der Siedlungsgebiete. And also the entire discussion about the annexation of the Jordan Valley and the settlement area. Die Frage ist, wie werden wir selber in Deutschland damit umgehen? The question is, what will we be doing here in Germany? So, und von den Parteien und Politikern in Deutschland wird ein Statement vorbereitet, wo vor dieser Annexion gewarnt wird. And political parties and politicians here in Germany are actually already preparing a statement warning of the annexation. Und da ist eben die ganze Frage, so, wo fängt Israel-Kritik an, wann fängt Antisemitismus an, so, wo gibt es da die Grenzen? And so it is the question, what is criticism of Israel, what is antisemitism, where are the borders between these? Und was ist unsere historische Verantwortung, wie wir richtig mit Israel umgehen können? And what is our historic responsibility, how to treat Israel correctly? Und da sind wir auch bei dem Thema dieses Weekly Updates. And this actually brings us to the topic for today's Weekly Update. Ich hatte versprochen, dass wir uns einfach ganz kurz und knapp mit Fakten über den Antisemitismus beschäftigen wollen. I promised that very briefly, very concisely, we'd be thinking about the facts of antisemitism. Und da ist es kein Geheimnis, dass Antisemitismus in den letzten Jahren dramatisch zugenommen hat. And here it's no secret that during the past few years, antisemitism has seen a dramatic rise. Allein im Jahr 2019 veröffentlichte der Jüdische Weltkongress eine Studie über Deutschland. Last year, in 2019, the Jewish World Congress published a study concerning Germany. Und da sagten sie, dass allein 27% der Deutschen hegen antisemitische Gedanken. Das ist unglaublich. And here they found incredible 27% of Germans have actually anti-Semitic thoughts. Und 90% der befragten Juden in Europa sind der Meinung, dass Antisemitismus in ihrem Land zunimmt. And 90% of the Jews in Europe who were asked in this study are actually of the opinion that anti-Semitism in their country is on the rise. Und so gehen die Statistiken weiter und weiter. And so you can continue on and on with the statistics. 41% der befragten Juden in Deutschland berichten von antisemitischen Erfahrungen. 41% of Jews in Germany actually report having been subject to anti-Semitic incidents. Allein 2018 gab es 300 Straftaten in Berlin. In 2018 alone, there were 300 criminal acts in Berlin alone. Und natürlich Straftaten im Bereich von Judenhass und Antisemitismus. Well, of course, these were criminal acts in the area of anti-Semitism and hatred and hate crimes against Jews. Oder wenn wir uns das Internet anschauen. Or if we take a look at the internet. Hassrede und radikale antisemitische Äußerungen. Hate speech, radical anti-Semitic utterances. Und wir erinnern uns noch, Oktober 2019, der Anschlag auf die Synagoge in Halle. And we all still remember in October of 2019 the terrible attack on the synagogue in Wir Halle. erinnern uns, wie wir geschockt waren da. And we still remember how shocked we were. Und das sind nur einige Auszüge. Man könnte mehr und mehr und mehr darüber erzählen. And so these are just a few excerpts, but you could go on and on and on. Und die Frage ist, was steckt denn eigentlich hinter diesem Antisemitismus wirklich? But the question now is, what really is behind this kind of anti-Semitism? Ich glaube, dass langsam Kirchengemeinden aufwachen. I do believe that actually now churches are slowly waking up to reality. Und wir verstehen, dass wir einfach die Verantwortung nicht auf Politiker oder auf die Gesellschaft abwälzen dürfen. And we understand that we can no longer push off all responsibility to politicians or society. Und deswegen gibt es seit dem Jahr 2007 die Marsch des Lebensbewegung. And therefore, since 2007, the March of Life movement has been around. So, wir sind seit 13 Jahren unterwegs. So we've been on the road for 13 years now. Wir haben weltweit Menschen, Tausende, Zehntausende Menschen mobilisiert.
All over the world, we've been able to mobilize people in the thousands and tens of thousands damit sie ihre Stimme gegen Antisemitismus erheben können. to raise their voices against anti-Semitism. Und wenn es dich interessiert, da gibt es viele Quellen, in denen ich über Antisemitismus lehre, auf Deutsch und auf Englisch. And if you're interested to know, there are many sources here that I teach on anti-Semitism, both in German and in English. Aber ich frage mich nach 13 Jahren, wann wachen wir als Kirchengemeinden endlich auf? But now, 13 years later, I'm actually wondering, when will we wake up as churches? Und was motiviert uns eigentlich, wirklich zu handeln? And what will motivate us to act? Und ich denke, zuerst sollten wir herausfinden, was wirklich der wahre Antisemitismus ist. So first of all, we actually need to find out what is true anti-Semitism. Okay, also bei allem statistischen Material, das wir haben, müssen wir ein wenig differenziert sein. Well, all right. With all the different statistics we have, we need to take a bit of a differentiating look at it. Wie können wir unterscheiden, was wirklich antisemitisch ist und vor allem, wie können wir Antisemitismus richtig einordnen? So how can we discern what truly is anti-Semitic, and then how can we put it in the right context? Also, da werden zum Beispiel antisemitische Straftaten als rechtsextrem eingestuft, wenn der Hintergrund des Täters nicht ermittelt werden kann. So for instance, if nothing is known about the background of a perpetrator, anti-Semitic incidents are automatically deemed right-wing extremists. Aber wir wissen auch, dass antisemitische Straftaten auch von islamistischen oder auch von linksextremen Tätern begangen werden können. But on the other hand, we are very much aware that anti-Semitic incidents can be committed by both Islamist and left-wing extreme perpetrators. Und wir erleben ebenso auch, dass bei der Diskussion, was Antisemitismus wirklich ist, die Begriffe so ein bisschen vertauscht werden. And we're also seeing that in the entire discussion about anti-Semitism, there is quite a bit of confusion about Also, terminology. was ist Israel-Kritik? So what is criticism of Israel? Was ist Antizionismus? What is anti-Zionism? Oder was ist Antisemitismus? And what is anti-Semitism? Und das wird doch irgendwie sehr oft vermengt. And many times these terms are very much confused. Also was sind die Grenzen da oder was sind die Gemeinsamkeiten So what actually is the distinction, and what do they have in common? zwischen dem rechten, den linken und den muslimischen Antisemitismus? So right-wing, left-wing and Muslim anti-Semitism. Und genauso dem säkularen Antisemitismus, den gibt es ja auch noch, And of course, there still is secular anti-Semitism as well. der in der bürgerlichen Mitte And angesiedelt you ist. find that right in the center of society. Also rechte Populisten können sich als Israel-Freunde bezeichnen und sich gleichzeitig gegen die Aufarbeitung stellen. So right-wing populists might actually call themselves friends of Israel, but at the same time, they very much resist the working through and remembrance of the past. Und sie können genauso eben dieser Aufarbeitung und Erinnerung an den Mord von 6 Millionen Juden können sie sich entgegenstellen. And they are very much opposed to the memory and working through the fact that there was murder against 6 million Jews. So wie wir das bei der ganzen Aufarbeitung und der Auseinandersetzung um das Holocaust-Mahnmal in Berlin erlebt haben. And this is something we've experienced very much when it was about the Holocaust Memorial in Berlin that was about to be established. Oder linke Populisten können im Gegensatz dazu die Erinnerungskultur und die Aufarbeitung immens fördern und unterstützen. On the other hand, there might be left-wing populists who are really all for a culture of remembrance, who are really for working through the past. Und können gleichzeitig dem Staat Israel jedes Existenzrecht absprechen. And they are very much opposed to the right of existence for the state of Israel. Also die Koordinaten zu beurteilen, was Antisemitismus ist, die haben sich richtig verschoben. So actually, the coordinates of judging what is anti-Semitism have truly shifted. Und inmitten dieser Diskussion, da befinden sich die Kirchen und Gemeinden. And right in the midst of that discussion, we find all of the churches. Und wir müssen leider sagen, dass wir meistens zuschauen und gleichgültig schweigen. Immer noch. And it is very sad to admit, we're mostly simply watching and indifferent in silence. Und leider müssen wir sagen, dass wir den 2000 Jahre alten Antisemitismus noch lange nicht aufgearbeitet haben. And unfortunately, we also have to admit that the 2000 years of Christian anti-Semitism are far from worked through. Also wie können wir die aktuelle Debatte besser verstehen? So how can we better understand the present discussion? Und ich denke, wir können sie besser verstehen, wenn wir einen Blick auf die historischen Hintergründe des Antisemitismus werfen. I think it might actually be easier to understand once we take a closer look at the historic background of anti-Semitism. Und vielleicht hilft uns da, dass wir uns den Begriff Antisemitismus etwas näher anschauen. And maybe it's helpful to take a closer look at the term anti-Semitism. Der Begriff
Antisemitismus wird heute für sämtliche Formen der Judenfeindschaft gebraucht. Today, the term antisemitism is used for all forms of enmity against the Jews. Also für judenfeindliche Äußerungen, So that is statements that are showing enmity against the Jews, oder aber auch für innere Vorbehalte gegen Juden or maybe inner prejudices against the Jews, oder Negativhaltung negative attitudes, oder alle Arten von Handlungen gegen jüdisches Leben. or even any form of acts against Jewish life. Ganz unabhängig davon, ob diese religiös, rassistisch oder sozial motiviert sind. And that is completely independent, whether they are motivated by religious backgrounds, racist backgrounds, or social backgrounds. Und davon zu unterscheiden ist dann noch der religiös motivierte christliche Antijudaismus. And then yet another category that you have to differentiate is the religiously motivated Christian anti-Judaism. Und es ist interessant. And it's very interesting. Die Entwicklung der Terminologie spiegelt auch die verschiedenen Phasen der 2000 Jahre andauernden Judenfeindschaft wider. The development of this terminology is actually a mirror of the different phases of the 2000 years of anti-Judaism or enmity against the Jews. Und damit haben wir uns in zahlreichen Decke des Schweigens Seminaren beschäftigt. And this was actually the topic of numerous seminars in Germany, Austria and Switzerland on breaking the veil In den of letzten silence. 10 Jahren haben wir sie in der Schweiz, Österreich, in europäischen Ländern, genauso in den USA durchgeführt. In the past 10 years, we've had them all over Europe, also in the United States. Und wir haben gesehen, wie in Kirchengemeinden antisemitische Ketten zerbrochen sind. And we were actually witnesses how anti-Semitic chains broke in churches and congregations. Ich werde das nicht vergessen, wie Menschen geweint haben, sie Buße taten und wie sie sich versöhnt haben. And I'll never forget how people wept, repented, and reconciled. Also, ob bei Rassismus oder bei Antisemitismus. And so whether it is in racism or anti-Semitism, Die Veränderung fängt bei uns selbst an. change always begins with us. Also lass uns aufhören, auf andere zu zeigen So let's stop pointing at others. und überlegen, was wir selbst tun können. And let's start thinking about what we can do. Und deswegen werden wir nächste Woche einen Blick werfen auf den christlichen Antijudaismus. And that's why next week we will take a closer look at Christian anti-Judaism. Und wir fangen bei der Antike an bis zur Neuzeit. And we'll begin in antique times and go right to the modern Und era. ich freue mich, dich da wiederzusehen. And I'm looking forward to seeing you then again. Und klar, du kannst mir auf den Social Media folgen. And of course, you can follow me on social media. Da kannst du meine Lehren und Inputs dort There anschauen. you can see all of my teaching and input. Und zuletzt, was ganz wichtig ist. And last but not least, very important, Bitte nimm deinen Terminkalender please take your agenda, your calendar, und markiere das Datum vom 11. bis 14. Mai 2021. and please mark the date from the 11th to the 14th of May 2021. Da wird der March of the Nations in Israel sein. That will be the date for the March of the Nations in Israel. Ich wünsche dir eine gute Woche. So I wish you a great week. Bis zum nächsten Mal. See you again next time. Tschüss. Bye-bye.